Mit der Godot Engine 4.4 kommt im Development Snapshot 5 das Feature vom Favorisieren von Editor Items. Sachen, die man immer wieder auf Nodes und Ressourcen braucht, einfach oben anpinnen. Per Rechtsklick favorisiere Eigenschaft. Und schon kann man es immer wieder finden, ohne die Exportgruppen aufklappen zu müssen oder nach bestimmten Namen zu suchen zu müssen. Doch welche Regeln und Limitierungen hat dieses Feature und wo ist es besonders vorteilhaft? Ich zeig's dir in diesem Video. Ich bin natürlich Most Wanted und das ist ein Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt. Lass einen Like da, wenn es dir gefallen sollte und abonniere, wenn du mehr sehen willst, und schon geht diese Folge los. Eine wichtige Grundlage für dieses Feature ist zu verstehen, wie die Eigenschaften im Inspektor der Engine aufgebaut sind. Jede Klasse, in diesem Beispiel hier die Node, hat Exportgruppen und unter Process finden wir hier zum Beispiel noch eine Untergruppe wie Threading Group oder hier oben direkt die Eigenschaften wie zum Beispiel hier den Process Mode, den per Rechtsklick zum Favoriten ernennen. Dadurch ist dieser jetzt oben in der neuen Gruppe Favoriten angepinnt. In der Godot Engine 4.4 ist es so, dass wenn du dieses Favoriten-Feature nutzt, jetzt jede einzelne Node, die den Process Mode als Eigenschaft hat, auflistet. Gehen wir also mal hier zum Beispiel in Node 2D, in Control oder auch in Node 3D, die alle von der Node-Klasse ableiten. Jede einzelne Node, die davon ableitet, übernimmt die Favoriten der Basisklasse. Das bedeutet wiederum auch, wenn wir auf Node 2D gehen und wir schauen uns mal hier die Hierarchie an, Node 2D leitet ab von Canvas Item und Canvas Item leitet ab von der Klasse Node, dann könnten wir jetzt Canvas Item Ordering hier nehmen und zum Beispiel den Z-Index hier per Rechtsklick zum Favoriten ernennen, dass der oben auftauchen würde. Das Ordering steht sogar von der Reihenfolge über dem Process, denn hier oben wird die Reihenfolge der Exportgruppen beibehalten, genauso wie sie auch original im Inspektor hier waren. Nehmen wir nochmal hier Transform Position dazu als Favoriten, dann haben wir Transform ist hier unten höher als Ordering. Jetzt, wo wir den Z-Index gesetzt haben, können wir auch bei der Control Node sehen, dass es dort oben angeheftet ist. Denn die Control Node leitet ja ebenfalls von der Klasse Canvas Item ab. Aber für alle Control Nodes, weil die eine eigene Struktur haben in der Form von Layout und dann Transform, das ist weiterhin hier unten verankert und das müssten wir individuell zum Favoriten ernennen und oben anpinnen. Das heißt, gemeinsame Eigenschaften werden auf alle davon ableitenden Klassen mit favorisiert. Wie ist es jetzt, wenn wir Eigenschaften löschen wollen? Wenn wir auf die Basisklasse Node gehen, haben wir ja hier nur den Process Mode. Wir können jetzt diese einzige Eigenschaft hier oben auswählen und per Rechtsklick hier unten wieder unfavorisieren und somit entfernen, dann wäre sie wieder weg. Oder wir könnten oben die komplette Gruppe der Favoriten per Rechtsklick unfavorisieren und somit alle auf einen Klick entfernen. Wenn wir das machen, dann ist der Process Mode wieder hier unten untergeordnet. Die Sache ist aber, wenn wir jetzt mal auf Node 2D gehen, dann ist hier oben der Process Mode ebenfalls weg, denn er ist ja kein Favorit mehr, aber das Ordering vom Z-Index hier und die Transform Position bleiben. Wenn man also möglichst schnell alle Favoriten entfernen will, nimmt man sich immer die komplexeste Klasse, also eine, die wirklich weiter oben in der Ableitungshierarchie ist, wie jetzt eben hier Node 2D, und wir machen hier bei den Favoriten Rechtsklick Unfavorite All. Dann werden auch der Z-Index und die Transform Position hier wieder zurück in den Inspektor nochmal reingebracht und beim Control haben wir noch das Layout Transform Position drinne, aber auch hier Rechtsklick Unfavorite All und das Ganze ist wieder aufgeräumt. Und damit war es auch schon für diese heutige Folge. Ich finde es ziemlich cool. Was ist deine Meinung? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare und sonst lass einen Like da, wenn es dir gefallen sollte, und abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen willst. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.